Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf EU 10, denn dort haben endlich die Gewinner der Avatar-Bilder ihre, Avatar-Bilder bekommen und die werden wir uns heute definitiv mal anschauen. Wenn wir so ein bisschen durch die ersten Plätze so scrollen, dann sehen wir hier schon den allerersten, den Jungle Boy, der hier auch in-game natürlich sein Avatar ausgerüstet hat. Herzlichen Glückwunsch nochmal an jeden Einzelnen. Wir werden uns jeden der Gewinner natürlich auch nochmal anschauen. Dazu hatte der gute Edi auf jeden Fall wieder eine Seite erstellt gehabt, der ja auch für alle anderen Avatare schon eine Seite gemacht hat, und um das Ganze nochmal übersichtlicher für euch zu gestalten. Das werde ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Ansonsten nehmt nochmal sehr gerne an dem Giveaway teil. Bis morgen habt ihr noch Zeit, euch dort einzutragen und die Chance über eine 100 € Paysafe-Card zu gewinnen. Deswegen da auch gerne dran teilnehmen, wünsche da jedem viel Erfolg bei. Und ja, wir gucken uns mal die Avatare an. Der Edi hatte, wie gesagt, hier eine Seite erstellt. Das Ganze haben wir uns auch schon mal im Detail durchgelesen, beziehungsweise hatte er halt mit den Gewinnern von der Challenge, die hier auf EU 10 stattgefunden hat, da hatte ja jede Klasse oder jeder der besten Klasse, die das höchste Level hatte, hatte halt eben einen Avatar gewonnen, und mit den Leuten hatte er dort auch nochmal separat ein Interview geführt, deswegen, das hatten wir uns auch schon angeguckt und die Interviews hatten wir uns auch schon durchgelesen gehabt. Jetzt gucken wir uns nur nochmal die Avatare an, wer das Ganze verpasst haben sollte. Hier unten ist halt, wie gesagt, das Interview nochmal kurz, knackig, bündig, hatten wir schon ein Video zu gemacht, ansonsten, lest es euch halt selbst durch nochmal. Werden wir jetzt, wie gesagt, nicht machen im Video, sondern nur auf die Avatare eingehen hier. Und zwar, fangen wir an mit Nicknack, der halt einen Magier hier gespielt hatte auf EU 10 und hatte mit der Klasse gewonnen gehabt. Und das ist hier sein Avatar, den er bekommen hatte. Also muss ich sagen, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Das ist so diese Trendfrisur gerade so ein bisschen, ne? So Seiten irgendwie auf 0 und dann so ein kleiner Wuschelkopf oben so, ne? Also das sieht man relativ häufig, sage ich mal. Und so mäßig hier so, weiß ich nicht, wie ein Krieger, der gerade aus einem Kampf kam, hatte irgendwie ein Schwerthieb abbekommen, ein Auge verloren. Das andere, sieht ein bisschen mitgenommen aus auf jeden Fall, aber auf jeden Fall sehr, sehr nice. Sieht echt cool aus. Glückwunsch nochmal an der Stelle. Und wir gehen weiter zum nächsten. Hier ist, wie gesagt, das Interview. Hier haben wir The Masked Man, der als Necromancer gewonnen hatte. Das muss ich sagen, ist, da wurde sich anscheinend ein bisschen Gedanken gemacht. Denn wir haben hier auch, das muss ich sagen, finde ich immer sehr cool, wenn man ein zusätzliches Feature in seine Avatare mit einbaut. Nicht nur das Gesicht zu sehen ist, sondern halt auch eben irgendein Gegenstand oder so. Das macht das Ganze ein bisschen individueller, uniker, und hat sich hier für, das ist irgendwas von Naruto, ne? Ihr werdet mir wahrscheinlich in den Kommentaren gleich helfen können. Ja, das ist irgendwas von Naruto, glaube ich. Habe ich mal ein bisschen gesehen, aber ich habe jetzt auch keine Ahnung, was das hier für ein Shippuden, keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber an sich sehr cool. Kein Plan, was das ist, aber sieht nice aus, und an sich, der Blick auch und wie das Ganze hier designt ist, muss ich sagen, tatsächlich, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Charaktere und man merkt, dass diese auch von verschiedenen Zeichnern auf jeden Fall entworfen worden sind. Und bisher die beiden hier qualitativ, muss ich sagen, wirklich echt auf einem sehr hohen Level. Deswegen da auf jeden Fall kann man nur Glückwünsche sagen. Die sehen wirklich sehr cool aus. Ich habe die ganzen Avatare mal so ein bisschen vorab schon überflogen. Aber ist ziemlich, ziemlich geil geworden. Dann machen wir mal weiter. Auch hier wieder sein Interview. Und zwar mit Daniel Clay. Auch hier wurden sich auf jeden Fall Gedanken gemacht. Hatte hier als Kampfmagier gewonnen gehabt. GZ natürlich auch an der Stelle. Tritt hier so ein bisschen als, würde ich sagen, als Magier auf.
irgendwie als Showmagier. Passt natürlich auch perfekt zur Klasse vom Kampfmagier, der halt eben auch mit seinem Feuerball, sag ich mal, oder seinem Arkan-Handschuh jetzt auch die Klasse hier gewonnen hatte. Auch hier schön im Anzug mit dieser kleinen Flamme hier, gefällt mir sehr gut. Auch hier wirklich wieder sehr schön koloriert auch. Man sieht auch hier, wie die Flamme so ein bisschen hier das Ganze reflektiert. An der Seite von seiner Wange ein bisschen, das angeleuchtet wird von den Händen hier. Also wirklich sehr schön umgesetzt auf jeden Fall. Da wurde sich definitiv Mühe gegeben für diese Avatare, deswegen Glückwunsch an der Stelle. Dann haben wir hier den nächsten, und zwar Plug and Play, hatte als Krieger gewonnen und hat hier es ist ein Dämonenkrieger, ne? Ist ein Dämonenkrieger, der Gorgos wird hellhörig jetzt an der Stelle. Ja, man sieht hier auf jeden Fall auch diese Panzerung. Hier rechts sieht man sogar noch so eine kleine Verzierung oder irgendwie weiß ich nicht, irgendeine Kampfspur irgendwie abgenutzt oder so. Aber auch hier schön koloriert auf jeden Fall und gefällt mir auch sehr, sehr gut. GZ an der Stelle. Hier mit den Hörnern natürlich klassisch als Dämonenjäger. Wenn man das Ganze mal vergleicht mit seinem standardmäßigen Charbild, was er hier vorher ausgerüstet hatte, ist es wirklich nochmal ein ziemlich cooles Upgrade. Also auch der Blick und wie soll ich sagen, dieses verballerte Grinsen so ein bisschen so, ne? So als ob man so ein bisschen stoned guckt. Wurde 1:1 auch so übernommen. Ja, also das finde ich sehr gut gelungen, wenn man auch mal hier die anderen sich anschaut. Gut, da hat man hier ganz eigene Nuancen rein interpretiert. Man sieht hier auf jeden Fall so ein bisschen anhand der Frisur, dass hier auch ein bisschen übernommen worden ist, ne? Also hier und da sind auch eigene Akzente definitiv mit drin, aber ansonsten auch sehr cool geworden. GZ an der Stelle. Dann haben wir hier Jungle Boy. Ja, das wäre so ein Charakter, wahrscheinlich so ein Charakterbild, was ich auch bekommen würde, weil ich auch absolut einfallslos bin, wie ich gucken soll, was ich machen soll, ob ich irgendwas in die Kamera halten soll, weil ich feiere es selbst, wie gesagt, es sieht ultra cool aus, wenn man sich da so eine Gedanken macht und so eine speziellen Features noch in das Avatarbild mit rein implementiert, aber ich wüsste auch überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich würde auch so in die Kamera gucken. Ja, und dann bekommt man halt eben auch so ein Bild, was natürlich auch absolut unique ist, weil ein Avatarbild ist halt ein Avatarbild, das will halt irgendwo auch jeder haben, ne? Aber es ist halt eben, würde ich mal sagen, ein Standard-Avatarbild ohne viel Tamtam, aber eventuell auch natürlich so gewollt. Deswegen hier als Kundschafter Jungle Boy gewonnen hier an der Stelle. Glückwunsch auch an dich nochmal. Dann, oh mein Gott, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Der Mathe-Mann als Druide hier gewonnen. Boah, also ich hatte die Bilder ein bisschen überflogen, aber das habe ich zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Das ist natürlich absolut Next Level. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist ja kreativ sein Urgroßvater, Alter. Vor allen Dingen der Mathe-Mann, natürlich studiert er, trägt hier natürlich dementsprechend auch so eine, es ist in amerikanischen Studenten, wenn die Abschluss haben, haben die hier so eine Mütze, keine Ahnung, wie die heißt, beißt hier in so eine Gorke rein und hat hier hinten einfach eine Tür, wo steht Bait Room, ja, wo ein kleiner Pilz hier rausgehangelt wird, wo man gebaitet wird, dass man da reinkommt und da warten die schon. Das ist wirklich Kreativität auf nächstem Level. Und hier stehen sogar noch irgendwie ein paar Namen dran. Ich glaube, hier steht Plug and Play. Chef. Der Mathe-Mann, klar, der Mathe-Mann. Bolotus. Ich kann es nicht ganz lesen, ist ziemlich klein geschrieben, aber dafür, dass halt eben so eine kleinen Details auch da sind, finde ich aber auch sehr cool, dass er seinem Charakterbild wirklich auch andere Namen gewidmet hatte von seinen Mitspielern hier auf dem Server. Plug and Play haben wir ja hier oben gehabt, sind vielleicht auch, weiß ich nicht, befreundet oder so.
Royal Guard spielen auf jeden Fall in derselben Gilde. Also das ist wow, das muss ich sagen, Respekt. Sowas habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen. Vor allen Dingen eine komplette Tür hier auch in seinem Profilbild drin zu haben, das ist Next Level Shit. Also wirklich ganz große Glückwünsche an dich hier, falls du das sehen solltest, weiß ich nicht. Echt ein sehr geniales Bild und ich würde sehr gerne mal wissen, was es hier mit der Gorka auf sich hat. Ja. Wirklich nice, GZ. So, dann haben wir hier den Marshall, der hier eben auch als Berserker gewonnen hatte. Und hier sieht man wieder ja, so einen kleinen Touch von seinem Standard-Avatar-Bild, so zumindest frisurentechnisch. Sieht das relativ ähnlich aus, so auch von den Augenbrauen her. Ja, einen sehr coolen Gesichtsausdruck hat er hier an den Tag gelegt und hält hier auch weiß ich nicht, ein Katana in der Hand und hat hier auch die passende Robe an, auf jeden Fall. Macht auch was her, muss ich sagen. Ist auch cool. Auch hier haben wir wieder ein zusätzliches kleines Feature drin, ne, neben dem Profilbild. Und zur Klasse des Berserkers auch generell passt das auch hier ganz gut, würde ich sagen. Also auch an dich natürlich nochmal Glückwünsche. Ein sehr schönes Profilbild. So, dann haben wir den Raiden EU10, der hier als Assassine gewonnen hatte. Und das ist ein putziges Profilbild, muss ich sagen. Also das gefällt mir sehr gut. In erster Linie hat mich das so ein bisschen an Fidget erinnert. Der irgendwie so ähnlich. Also irgendwie gibt mir das so ein bisschen Fidget-Vibes irgendwie. Sieht so ein bisschen auch so, weiß ich nicht, so niedlich aus halt, ne? Aber so niedlich ist er nicht, denn er hat hier auch eine fette Rüstung an, wo hier auch, ne, man achte auf die Details, das Assassinen-Logo drauf ist. Also er hatte hier mit der Klasse, mit der er hier gewonnen hatte, hat er auch hier auf seinem Brustpanzer verewigen lassen. Auch wenn er jetzt zum Beispiel auf anderen Servern spielen sollte, wo er vielleicht nicht Assassine spielt, auch dort rennt er dann natürlich mit dem Assassin-Logo rum und hier anhand der Frisur sieht man so ein paar Kleinigkeiten, dass das hier ähnlich ist, aber ein sehr schönes, sehr cooles Profilbild. Glückwunsch natürlich auch an dich nochmal. Hier geht es weiter und zwar haben wir hier den Halo. Das ist auch ein sehr cooles Profilbild, muss ich sagen. Das habe ich auch vorher jetzt noch nicht gesehen gehabt. Hatte hier als Bade gewonnen. Und er bietet uns hier die rote Pille an. Ja? Also ganz eindeutige Anlehnung hier an Matrix auf jeden Fall. Und auch dieser Psycho-Gesichtsausdruck, den will man in der Ehrenhalle nicht begegnen. Ist sehr nice. Auch wieder hier sehr individuell. Schöne Sache. Kann ich mir vorstellen, wie er so in die Kamera geguckt hat, mit der Hand ausgestreckt. Ja, man muss ja immer so 1, 2 Beispielbilder dahin senden und hat sich auch was einfallen lassen und das finde ich auch sehr cool. Auch natürlich hier ein sehr gelungenes Profilbild. GZ auch an dich hier gewonnen als Bade. So, und dann haben wir hier den Gewinner, der auch das höchste Level overall hatte. Und zwar den typisch Andy gewonnen als Dämonenjäger. Und die wissen auf jeden Fall, das ist geil. Das habe ich, wie gesagt, ich habe die Profilbilder ein bisschen überflogen, so wie ich die halt in der Ehrenhalle gesehen hatte. Und zwar haben wir hier typisch Andy, der einfach so ein Tetra-Pack mit einem Wiederbelebungstrank hier drauf hat. Das heißt, er sippt hier fleißig die Wiederbelebung und die Leute, die live dabei gewesen sind, im Stream oder was weiß ich wo, ich hatte das ja auch morgens nach der Nachtschicht auch live mit begleitet und hatten auch im Stream zugeschaut gehabt von typisch Andy, seinem direkten Kontrahenten zum Ende, sag ich mal, wo es dann nochmal wirklich sehr, sehr knapp wurde und typisch Andy hat hier ein Handy in der Hand und in diesem Zusammenhang hatte er dort an diesem Tag auch seinen Spitznamen bekommen, typisch Handy, ja, und das ist ein sehr geiles Gimmick, was er hier
mit eingebaut hatte, was eben auch genau an diesen Tag, an diese Situation erinnern sollte. Denn in den letzten Stunden, in den letzten Minuten, in den letzten Sekunden hatte sein direkter Kontrahent wirklich bis auf ein Level oder was weiß ich, wir hatten das hier ganz genau beschrieben gehabt, beziehungsweise hatte hier der Edi ganz genau nochmal aufgeführt, wie das abgelaufen ist und ja, hatte dann halt eben auch im Live-Chat geschrieben, dass er auch seinem Gegner zugeschaut hatte. Das war hier, glaube ich, der Yuka, ne? Yuka-Ga. Und hatte hier wirklich nochmal fast dem Andy ist fast den Rang abgelaufen. Und ja, hier der Yuka-Ga hatte zu Hause geschwitzt auf am PC auf das Profilbild, musste nur noch ein Dungeon legen, dann wäre er vor typisch Andy gewesen und typisch Andy war zu dem Zeitpunkt irgendwo unterwegs gewesen und konnte nur am Handy halt interagieren, war dann halt nebenbei im Chat und hatte selbst wahrscheinlich noch ein bisschen SF gezockt, dass er halt eben nochmal alles gegeben hatte auf den letzten Minuten, die letzten Sekunden. Ja, und zu so einer entscheidenden Situation, nicht gerade vor Ort zu sein, zu Hause zu sein, am PC zu sein, sondern eben einfach am Handy, typisch Handy eben, ne, kam halt eben diese kleine Anspielung hier mit rein und deswegen muss ich sagen, sehr schönes Profilbild, sehr cool, wie gesagt auch mit der Tetra-Packung hier als Anlehnung halt eben an den Dämonenjäger, absolut individuell und auch wirklich ein sehr, sehr, muss man wirklich sagen, sehr schönes Profilbild. GZ an dich und ja, damit haben wir hier alle Leute, alle Profilbilder, mal so gesehen von allen Gewinnern. Wirklich sehr, sehr schöne Profilbilder. Da sieht man wirklich, die wurden nicht einfach nur so hingeklatscht, sondern da wurde sich richtig Mühe gemacht. Und ja, auch von denen, die halt eben die Bilder eingeschickt haben, sich auch Gedanken dazu gemacht. Und ja, echt auf jeden Fall eine Bereicherung hier für den Server, muss man so sagen, für die halt hier eben in der Ehrenhalle auch auf die Leute mal treffen sollten, einfach mal so random, ne? Wenn man hier so durchgeht, dann sieht man hier natürlich die Profilbilder ab und zu mal, ne? Deswegen, ja, schöne Sache. Glückwunsch an euch alle, die hier wirklich alles gegeben haben, um diese Profilbilder hier zu ergattern. Und ich wünsche euch hier und ja, allen anderen Leuten und Gilden auf den Server hier noch alles Gute. Weiterhin viel Spaß und Erfolg auch auf dem Server hier weiterhin. Ne? Und ja, werde bestimmt nochmal in Zukunft hier ein bisschen reinschauen. Wie gesagt, ich selbst bin ja hier halt eben als kleines Nebenbei-Projekt dazu da, um meinem Kumpel hier ein bisschen und seiner Gilde Support zu geben, hier in der Gilde mit den Ausbauten etc. Ne? Deswegen bin ich nicht ganz verschwunden von dem Server hier, aber ich werde hier schon nichts mehr großartig weitermachen auf dem Server. Das kann ich schon mal soweit sagen. Ne? Alles klar, Leute, das soll es soweit gewesen sein. Schreibt mir sehr gerne mal eure Meinung auch dazu in die Kommentare, wie ihr die Bilder findet. Ich finde die alle durch die Bank weg sehr gelungen und ja, das war's soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten hören wir uns morgen wieder natürlich. Bis dahin wünsche ich euch noch weiterhin ein schönes Wochenende. Haut rein und bis zum nächsten Mal.